Wir sind Jessie und Roberto und seit Februar leben und reisen wir in unserem selbst ausgebauten Sprinter. Um so lange wie möglich unterwegs sein zu können, müssen wir uns unsere Ressourcen einteilen und das gilt auch für unsere Finanzen. Wie teuer ist es denn, so unterwegs zu sein? Welche Ausgaben sollte man mit einrechnen? Wir hatten eigentlich erwartet, dass es ein bisschen weniger ist. Welche Kosten bei uns anfallen und wie viel uns Vanlife denn nun kostet, zeigen wir euch in diesem Video. Hallo, schön euch wieder dabei zu haben. Hallo. Heute gibt es mal keinen Reisevlog von uns, denn wir erhalten immer wieder Fragen dazu, wie viel uns Vanlife eigentlich kostet. Deswegen wollen wir uns dem mal widmen und erzählen euch ein bisschen was darüber. Genau, und wir werden euch nicht einfach zuquatschen und euch mit Zahlen berieseln, sondern wir nehmen euch gleich mit und als allererstes geht's zur Tankstelle. Los geht's. Ja, der Diesel ist eine unserer Hauptausgaben, denn ja, wir reisen mit dem Van. Während der gesamten Reise haben wir jetzt etwa 17.000 Kilometer gemacht und hatten einen Durchschnittsverbrauch von ca. 9,4 Liter. Nicht so schlecht, würden wir jetzt mal behaupten, denn wir sind auch einige Stücke Autobahn gefahren, wir sind auch in den Bergen unterwegs gewesen und wir heizen auch mit Diesel. Also würde ich mal sagen, ganz okay. Ja, insgesamt haben wir während der gesamten Reise fast 2000 Euro ausgegeben. Am teuersten war es in Frankreich und hier im Osten ist es ziemlich günstig und wir hoffen, je weiter wir Richtung Osten oder Süden gehen, dass es noch günstiger wird. So, und jetzt fahren wir kurz nach vorne, denn wir müssen noch das Öl kontrollieren. Ja, Jimmy ist nicht nur unser Fahrzeug, sondern auch unser Zuhause, weshalb es für uns sehr wichtig ist, dass Jimmy immer gut in Schuss ist. Deshalb kontrollieren wir auch regelmäßig das Öl und alle 15.000 Kilometer machen wir einen Service, also einen Ölwechsel und je nachdem, falls noch was gemacht werden muss, lassen wir das auch in einer Werkstatt machen. Bis jetzt hat uns das 270 Euro etwa gekostet, wir mussten noch ein paar Sicherungen kaufen und eine Lampe ging mal kaputt. Alles andere haben wir in der Werkstatt machen lassen. Und ja, soweit läuft Jimmy sehr gut. Noch kurz das Öl kontrollieren. Ja, sieht auch gut aus. Also geht es jetzt weiter zum Einkaufen. Unterwegs zum Einkaufen kann ich vielleicht noch einen Punkt anbringen, das ist die Maut. Wir fahren ja, soweit es geht, eigentlich immer über Land oder einfach mautfrei. Das sind meistens einfach Landstraßen und wir finden das auch gut, weil dann sieht man auch ein bisschen mehr vom Land. Allerdings gab es ja doch Momente, wo wir mal eine längere Strecke fahren mussten und da wollten wir auch einfach mal ein bisschen schneller vorwärts kommen. Da haben wir natürlich dann die Mautstraßen gewählt, meistens dann eben Autobahn. Das war vor allem anfangs der Fall. Da sind wir direkt nach Spanien, also nach Mallorca gefahren. Da haben wir etwa 130 Euro an Maut ausgegeben. Das war vor allem in Frankreich. Und danach später noch in Portugal haben wir auch ein bisschen Maut bezahlt und nochmal in Frankreich. Also insgesamt haben wir etwa 170 Euro an Maut gezahlt. Ist jetzt nicht wenig, aber eigentlich auf die Monate ausgerechnet geht's. Und ja, die langen Strecken waren damit doch einiges angenehmer. So, und jetzt aber zum Einkaufen. Normalerweise versuchen wir ja für eine ganze Woche einzukaufen. Diesmal haben uns aber nur ein paar Kleinigkeiten gefehlt. Drum sind es nur ein paar Dinge. Auf unserer Reise haben wir bisher insgesamt etwa 2.400 Euro ausgegeben, ein bisschen weniger. Und das kommt auf einen monatlichen Schnitt von 345 Euro. Ziemlich genau sogar.
Für einige ist das vielleicht ein bisschen viel. Es kann schon sein, dass es auch günstiger gehen würde. Aber wir kaufen sehr gerne frisch ein, auch viel Gemüse, Obst und wenig verarbeitete Produkte. Wir kochen einfach gerne mit qualitativ hochwertigen Produkten. Und deswegen ist das öfters mal auch ein bisschen teurer. Für uns ist halt ja, die Qualität des Essens wichtig und da geben wir auch sehr gerne ein bisschen mehr aus. Vor allem, wenn wir ja gerne auch zu Hause kochen. Und als nächsten Punkt auf der Liste haben wir nochmal Haushalt und zwar Wäsche waschen. Das Waschen fängt natürlich immer mit Sortieren an. Wir waschen etwa einmal im Monat und wir trennen meistens 30 Grad, 40 Grad, 60 Grad, nochmal für Bettwäsche und Küchensachen. Und wenn wir haben auch noch weiße Wäsche. Also es sind 4 Maschinen, ist nicht wenig, aber ja, es sammelt sich auch einiges an mit der Zeit. Manchmal schaffen wir es auch sogar länger als einen Monat damit auszuhalten. Ja, und insgesamt auf der Reise haben wir bisher 130 € ausgegeben, etwa 130 €. Und das kommt auf einen Monatsschnitt von etwa 20 €. Ja, wir hatten eigentlich erwartet, dass es ein bisschen weniger ist, aber dafür sind die meisten Wäschereien eigentlich gut ausgestattet und meistens ist sogar das Waschmittel schon dabei. Also immerhin. Kleiner Ortswechsel, wir haben geparkt an einer Promenade, zum Glück mal wieder gratis. So konnten wir auch unsere Parkkosten unter 10 € monatlich halten. Jetzt gehen wir spazieren, denn ja, zum Vanlife gehört hier nicht nur der Haushalt, sondern eben auch, dass man sich ansieht, wo man sich befindet. Also gehen wir hier ein bisschen spazieren. Um ein Land oder eine Region kennenzulernen, muss man meistens gar nicht viel Geld ausgeben. Wir sind sowieso am liebsten in der Natur und da ja, ist meistens alles gratis. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Also wir haben ein paar Nationalparks besucht, Nationalparks, wo man ein bisschen was an Eintritt zahlen musste, was wir aber gerne auch zahlen, denn das hilft ja der Instandhaltung. Oder zum Beispiel haben wir in Portugal die weltgrößte Hängebrücke besucht. Und in Spanien war da auch der Caminito del Rey und wir würden das auf keinen Fall missen wollen und naja, da zahlt man dann halt eben mal auch Eintritt, aber insgesamt auf der Reise haben wir etwa 135 € ausgegeben. Es kommt auf knapp 20 € im Monat und ich finde, das ist wirklich okay und wir haben so wirklich ein paar richtig schöne Orte besucht. Jetzt gehen wir uns hier den Ort ansehen. Wir sehen uns wieder am Schlafplatz. Seht euch nur an, wo wir gelandet sind. So eine wunderschöne Natur. Ja, wenn man solche Stellplätze hat, wundert es nicht, dass man bevorzugt in der Natur steht. Natürlich klappt es nicht immer mit solch schönen Plätzen, das ist schon klar. Aber ich würde sagen, wirklich zum Großteil stehen wir frei an solch schönen Plätzen. Und deshalb haben wir auf der gesamten Reise bisher gerade mal 18 € fürs Übernachten oder für Unterkünfte bezahlt. Und wir haben ja eigentlich auch alles mit. Also wir haben ja Strom über Solarpanel oder während der Fahrt. Wir haben Essen und Wasser immer für mindestens eine Woche. Auch alles andere. Also wir haben alles und wir brauchen so wenig. Also passt das eigentlich so. Perfekt für uns. Außer in Städten, da aus Sicherheitsbedenken zahlen wir vielleicht gerne mal für ein bewachtes Parking. Und einmal waren wir auf dem Campingplatz. Aber ansonsten sind wir so sehr zufrieden in der Natur. So, jetzt aber schnell rein, denn wir haben noch einiges zu erzählen, was für Kosten wir haben. Also los! Wie vorhin erwähnt, kochen wir sehr gerne im Van, aber für uns gehört zum Reisen auch dazu, die lokale Küche kennenzulernen. Das heißt, wenn wir vor allem in größeren Städten sind, gehen wir auch gerne mal in einem Restaurant essen oder wir trinken auch gerne mal irgendwo einen Kaffee, denn ja, so können wir auch ein bisschen wenigstens die lokale Wirtschaft unterstützen. Das kostet uns im Monat gute 100 €, aber wir investieren das Geld sehr gerne, denn es ist auch jedes Mal ein Erlebnis und ebenso können wir wenigstens ein bisschen was der Region zurückgeben. Heute essen wir aber trotzdem im Van und wir machen uns Suppe, damit sie uns gut aufwärmt.
Please come to my rescue. Wir kochen in unserem Van mit Gas und seit etwa einem Monat haben wir auch einen festen Gasherd verbaut. Der ist einfach, ja, also damit macht das Kochen einfach nochmal viel mehr Spaß im Van. Und er wird betrieben von einer 6 Kilo Gasflasche. Die Gasflasche hält bei uns etwa 2 bis 3 Monate lang, je nachdem wie viel wir auch backen im Omnia oder wie viel wir halt ja, so gerade kochen. Und das kommt auf Kosten von nicht mal 4 Euro im Monat. Also wirklich sehr wenig, aber trotzdem vielleicht interessant für die, die sich überlegen, so zu kochen. Was wir natürlich zum Kochen, aber auch sonst im Van brauchen, ist auch noch Wasser. Wir führen hier etwa 50 Liter mit uns mit und das reicht uns für eine Woche. Ja, das ist ein sehr geringer Verbrauch, auch im Vergleich zu anderen Campern, aber für uns reicht das. Wir achten halt sehr darauf. Und bis jetzt konnten wir den Tank auch meistens gratis füllen. Zum einen gibt es dafür ja Tankstellen, die offenen Anschluss haben, die wir nutzen können. Und zum anderen gibt es auch manchmal von Gemeinden zur Verfügung gestellte Gratis-Stellplätze mit auch Versorgungsmöglichkeiten, also die nutzen wir auch sehr gerne. Und dann ein paar Mal mussten wir halt auch was zahlen. Das kommt aber auf 4 Euro im Monat etwa und das ist ja wirklich vernachlässigbar. Und falls ihr euch gewundert habt, was ich da hinten gemacht habe, ich musste unsere Wasserpumpe ausschalten, denn das haben wir immer noch nicht gelöst, obwohl wir den neuen Wasserhahn schon da haben. So, und wo wir es vom Wasserhahn haben, der braucht ja auch noch Strom. Strom mussten wir bis jetzt noch keinen Cent zahlen, denn wir laden über Sonne und beim Fahren und das Setup ist bis jetzt ja, so gut angepasst oder es hat sich so gut bewährt, dass wir eben hier noch nichts zahlen mussten. Ja, nach diesem langen Tag tut es richtig gut, mal wieder was Warmes in den Magen zu bekommen. Und ja, wir haben noch 2 Punkte. Bevor wir zu den Fixkosten kommen, haben wir noch einen Punkt Sonstiges. Da haben wir einfach alles reingetan, was wir nicht kategorisieren konnten. Zum Beispiel ist da die Fähre, die wir gebucht haben, um vom Festland nach Mallorca zu fahren und dann auch wieder zurück. Oder unser kaputter Wasserhahn, den wir ersetzt haben, aber noch nicht umgebaut haben. Und ja, ganz viel Innerdekoration. Ja, und, so vor allem am Anfang hatten wir halt noch ein paar Dinge, die wir hier nachrüsten wollten, die wir beim Ausbau nicht direkt hatten. Und dann unterwegs halt irgendwie nachgekauft haben. Zum Beispiel auch hier die Lichterkette und solche Sachen. Also es ist doch noch einiges dazugekommen, vor allem am Anfang. Ja. Und dafür haben wir im Schnitt etwa 208 Euro ausgegeben. Monatlich. Monatlich. Also. Ja, ist nicht wenig. Aber wie gesagt, am Anfang vor allem die Fähre, die hat uns 500 Euro gekostet. Der Wasserhahn war nochmals 100 Euro. Und etwas, was ich noch vergessen habe, ist das Internet. Also wir kaufen uns jeden Monat und in jedem Land eine neue SIM-Karte, eine Prepaid-Karte, damit wir ja, das Internet nutzen können, um Videos hochzuladen oder halt einfach ja, das Internet zu nutzen. Das Internet. Sonst gäbe es ja keine Videos von uns. Genau. Ja, und damit kommen wir dann schon zu den Fixkosten. Das sind halt Dinge, die wir einfach zahlen müssen oder wollen. Wie zum Beispiel Versicherungen, also wir haben da die Autoversicherung, die Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung. Krankenversicherung, genau, danke. Aber auch zum Beispiel unsere Sozialabgaben, die wir freiwillig leisten. Und ja, auch andere Abos, also wir schauen am Abend gerne mal auf Netflix oder wir benutzen ja auch lizenzierte Musik, da zahlen wir auch ein bisschen was, dann haben wir noch die Website. Ja, also es summiert sich, einige Beträge sind größer, andere kleiner, aber ja, insgesamt kommen wir damit auf 336 Euro zum Glück. Aber es ist etwa ein Drittel unseres Budgets. Ja, und ja, zum guten Schluss das Grande Totale. Insgesamt in den letzten 8 Monaten haben wir 8.155,12 Cent ausgegeben. Ja, das ergibt einen Durchschnittswert von 1.318,07 Euro. Aber, da will vielleicht Jessie noch was sagen. Ja, ich nehme es wieder mal genau mit den Zahlen. Wenn ihr rechnet, wir waren ja 8 Monate unterwegs. Also der
Gesamtbetrag durch 8 geteilt, gibt aber nicht diesen Monatsbetrag. Das ist, weil wir unterwegs oder zwischendurch eine Unterbrechung hatten, wo wir wieder in Prag waren, auch den Van wieder ein bisschen abgedatet haben. Und diese Zeit haben wir da nicht mit eingerechnet, weil sie nicht wirklich so repräsentativ fürs Reisen ist. Und deswegen, ja, es geht nicht ganz auf, aber es stimmt. Ja, also wir sind monatlich zurzeit 300 € über Budget. Ja. Wir haben jedoch aber auch gemerkt, dass wir die letzten paar Monaten unter dem Budget waren. Ja. Und ich denke, je weiter östlicher wir uns bewegen, desto weiter wird dieser Wert sinken. Ja. Von dem her, ich würde aber auch sagen, wir haben uns ein bisschen besser eingegroovt auch im Van. Also eben so diese Anfangsausgaben, die wir hatten mit Nacheinrichten, die fallen ja weg. Und auch die Fähre ist ja so vorerst mal nicht geplant. Drum ja, hoffen wir, dass wir da bald im Schnitt wieder ein bisschen tiefer sind. Ja, und dann ist noch eine Frage. Genau. Wir haben ja darüber gesprochen, was wir alles ausgeben, aber irgendwie muss das Geld ja auch reinkommen. Wie finanzieren wir uns? Ja, zum einen aus Ersparten aus der Vergangenheit. Also die letzten paar Jahre haben wir so viel wie möglich auf die Seite gelegt. Ja. Und ja, zusätzlich kommen noch Einnahmen aus YouTube. Ja, danke an euch an dieser Stelle. Genau, vielen Dank. Denn ihr schaut ja unsere Videos und erträgt die Werbung zwischendurch. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ja, und ja, die ganze Unterstützung auch via PayPal. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür, ja. Und ja, damit haben wir, glaube ich, eigentlich alles erwähnt. Falls wir was vergessen haben, schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Bisher haben wir, glaube ich, auf fast jeden Kommentar geantwortet und wir möchten das gerne beibehalten. Also falls ihr noch was wissen möchtet, fragt unbedingt. Und ja, wir hoffen, dass das irgendwie auch hilfreich war für Leute, die sich vielleicht überlegen, mal ins Vanlife einzusteigen oder eben so zu reisen. Ja, das ist so unser Ansporn. Ich hoffe, das erreichen wir mit diesem Video. Ja. Und falls euch dieses Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Genau. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns. Es hilft uns, weiter zu wachsen, weiter zu reisen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank für alles. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem Reisevideo. Bis dann. Tschüss. Also geht's jetzt weiter zum Einkaufen.